So zart können Strukturen mit Sand und Fertigputz sein. Ich zeige dir im Video, wie es geht. Als erstes bringen wir eine Schicht Sand auf unsere Leinwand. Ich nehme hier einen groben Quarzsand. Mehr zu diesem Produkt findest du in der Beschreibung zum Video. Damit der Sand auf der Leinwand hält, brauche ich eine Mischung aus Acrylemulsion und Wasser im Verhältnis 1:1. Ich habe mir das vorher gemischt und gieße das hier auf die Leinwand. Und mit einem Mahlmesser verteile ich jetzt diese Flüssigkeit gleichmäßig auf der gesamten Leinwand. In diese noch flüssige Schicht wird dann der Sand eingesiebt. Das heißt, ihr braucht auf jeden Fall ein passendes Sieb, also dass die Körner nicht sofort durchfallen. Und wenn ihr den Sand in das Sieb gebt, macht das über eine Schüssel, sonst habt ihr sofort die ersten Stellen über der Leinwand schon mit Sand versehen, wo es vielleicht gar nicht hingehört. Dann wird einfach die Leinwand mit leichten Bewegungen, wie ihr es vom Sieben von Mehl kennt, die gleichmäßig eingesiebt. Ihr seht das hier in der Reflexion so ein bisschen. Es ist nicht eine dichte Schicht, aber es ist eine sehr gleichmäßige Schicht, die dann auch wirklich die schöne Struktur im Untergrund für unser Bild herstellt. Wenn die Leinwand komplett mit Sand bedeckt ist, gehe ich dann nochmal mit einer Sprühflasche und diesem Acrylemulsion-Wassergemisch über die Leinwand und nässe das nochmal ein, sodass auch wirklich alle Körner gut mit dieser klebrigen Flüssigkeit bedeckt sind. Nach einem Tag ist das trocken. Wir haben eine sehr schöne gleichmäßige Sandstruktur. Und darauf können wir jetzt den Fertigputz aufbringen. Für dieses Bild auf der 60 x 80 cm großen Leinwand brauche ich jetzt 400 Gramm Fertigputz. Den habe ich mir vorab schon abgefüllt. Und dazu kommt ein Gemisch aus Binder und Wasser, jeweils 1:1 im Verhältnis, und zwar 260 Gramm. Ich gieße das hier ganz vorsichtig ein und ihr seht unten, die Waage geht mit, bis wir bei 260 sind, dann ist das perfekte Verhältnis. Ihr braucht beides, Binder und Wasser, sonst ergibt das nicht die schöne Struktur. Dann wird das Ganze umgerührt und vermengt zu einer schönen, gleichmäßigen Masse, die man sehr, sehr gut auftragen kann. Wenn das Ganze fertig ist, nehme ich dann ein Mahlmesser, also kein Spachtel, sondern ein Mahlmesser, da habt ihr bessere Gewalt über die Masse, und ich nehme den Rücken von dem Mahlmesser und ziehe jetzt oben beginnend ganz langsam wie Bahnen auf die Sandstruktur. Und dabei ist es ganz wichtig, dass ihr den Spachtel möglichst flach haltet. Dann ergibt sich, das merkt ihr jetzt gerade, ich ziehe, dann nimmt sich quasi die Sandstruktur, die unten drunter ist, nimmt den Fertigputz in sich auf und es entstehen diese schönen auslaufenden Sprenkel.
Der nächste Arbeitsschritt ist sehr handwerklich. Ihr müsst euer Werk schleifen. Mit ein bisschen Sandpapier nehmt ihr einfach hervorstehende Grate weg. Auch Material, was vielleicht im Malprozess abgehen könnte, kommt jetzt runter und das ist auch gut so. Das ist ein sanftes Schleifen ohne Gewalt. Ihr werdet merken, es reicht manchmal schon, wenn man einmal über eine Stelle hinweg geht, dann sie schon viel besser sich anfühlt und dann auch im endgültigen Bild nicht als unangenehm empfunden wird. Und wenn ihr mit dem Schleifen fertig seid, dann fegt auch bitte euer Bild ab, denn der Staub sitzt dann teilweise doch in den Vertiefungen und das wäre dann beim anschließenden Farbauftrag doch eher kontraproduktiv. Es ist schon einiges, was da runterkommt, das fällt aber im Bild nicht mehr auf, sondern es ist einfach nur das lose Material, was später nicht mehr stören soll. Bei diesem Schleifen entsteht schon ein bisschen Staub, deshalb empfehle ich euch, auf einer glatten Unterlage zu arbeiten, dass ihr das abfegen könnt und so den Staub konzentriert zusammen habt und nicht in der ganzen Wohnung verteilt. Dann geht es das erste Mal an die Farbe. Wir grundieren jetzt die komplette Leinwand. Das heißt, wir nehmen ganz viel Weiß und einen Hauch von Schwarz, um dunklere Bereiche an den Außenseiten entstehen zu lassen. Für diesen Auftrag braucht ihr so gut wie kein Wasser. Es ist nur jetzt das erste Mal, dass ich meinen Pinsel anfeuchte und ein bisschen ausdrücke. Und dann geht es tatsächlich in die Originalfarbe ohne weitere Verdünnung. Und ich überstreiche jetzt auch das ganze Bild, also nicht nur den Teil mit dem Fertigputz, sondern auch den Teil, wo nur Sand ist, sodass ich ein gleichmäßiges Erscheinungsbild bekomme. Der Randbereich soll jetzt ein bisschen dunkler werden. Das heißt, ich nehme ein ganz kleines bisschen Schwarz an den Pinsel und gehe dann nochmal über den weißen vorgestrichenen Teil drüber und arbeite so das Schwarz, was jetzt ein ganz helles Grau wird, ganz leicht in diese Struktur ein, sodass es zur Mitte immer weniger wird und dann der weiße Hintergrund in der Mitte hauptsächlich zu sehen ist.
Nach einem halben Tag ist diese Schicht trocken und jetzt geht es mit Farbe weiter. Damit die Strukturen schön zur Geltung kommen, brauche ich flüssige Farbe und die stelle ich mir jetzt hier aus Pigment selbst her. In dieses Häufchen Pigment gebe ich jetzt etwas destilliertes Wasser, damit das Ganze sich zu einem Farbteig zusammenrühren lässt. Es muss nicht schwimmen, das muss nur einfach eine homogene Masse werden, bevor ich dann Acrylemulsion hinzufüge. Acrylemulsion braucht ihr auf jeden Fall, sonst würde euch die Farbe quasi von der Leinwand fallen, sie würde nicht sich mit der Leinwand verbinden. Ihr braucht genau die gleiche Menge, die ihr schon auf dem Teller habt, als Acrylemulsion. Das könnt ihr sehr gut nach Augenmaß machen. Ich mache das hier mit einer Pipette, habe das aus der Flasche entnommen und dann wird das Ganze auch verrührt. Und das geht auch sehr schnell, das löst sich alles perfekt, das ist kein Problem. Nach diesem Türkis rühre ich mir jetzt nach der gleichen Vorgehensweise eine grüne Erde an. Das ist ein eher warmer Ton und danach noch ein dunkles Grau, um so ein bisschen Schatten in das Bild zu bringen. Bevor ich nun mit dem Farbauftrag beginne, sprühe ich das ganze Bild ein. Das heißt, es gibt eine Schicht aus Wasser, die schon auf dem Bild ist, und in diese Wasserschicht setze ich dann die Farbe. Das heißt, diese Farbe bleibt die ganze Zeit transparent. Sie ist nicht kompakt, deckt also nicht Strukturen zu, sondern dringt eher in die Vertiefungen ein und dadurch bleibt diese ganze Struktur auch in diesem unteren Teil, wo nur Sand ist, super erhalten. Und im ersten Schritt arbeite ich nur mit dem Türkis, setze da über die ganze Leinwand hinweg einige Stellen. Zweiter Schritt wird dann das Grün sein und erst ganz zum Schluss wird mit dem Schwarz bzw. mit dem Dunkelgrau die Betonung der einzelnen Stellen geschaffen.
Da der letzte Farbauftrag sehr flüssig war, braucht es mit Sicherheit einen Tag, bis das trocken ist. Das solltet ihr auch unbedingt abwarten. Danach sieht es dann so aus. Und um die Struktur jetzt noch mehr zu betonen, nehmen wir weiße Acrylfarbe mit der Rolle. Achtet darauf, dass ihr wenig Farbe an die Rolle nehmt. Probiert es auf dem Zeitungspapier erst aus, dass keine dicken Klumpen in der Rolle sind. Und dann geht ihr mit der Rolle ganz leicht, ganz vorsichtig über die Strukturen. Das ist kein Druck, das ist nicht das Streichen einer Wand, sondern das ist einfach nur das Abrollen der Schaumstoffrolle. Und ihr seht, ganz langsam nehmen die Strukturen sich selbst die Farbe von der Rolle und dadurch wird natürlich die ganze Struktur in diesem Bild noch einmal deutlicher betont. Diese mit der Rolle aufgetragene Schicht in Weiß ist sehr schnell trocken, weil es sehr dünne Farbe ist. Da könnt ihr also gut nach einer Stunde direkt weiterarbeiten und als letzte Aktion gehört dann immer, zumindest bei meinen Bildern, eine Schicht Acryllack auf das Bild. Dadurch schützt ihr das Bild, aber alle Farben kommen auch nochmal brillanter zur Geltung. Und ihr könnt das Bild später auch gut mal mit einem feuchten Tuch abwischen, ohne dass das Schaden anrichtet. Ob ihr einen glänzenden Lack oder einen matten Lack nehmt, das ist euch überlassen. Ich habe hier, glaube ich, Seidenglanz genommen und es gibt immer ein bisschen Wasser dazu, dass der Lack etwas dünnflüssiger wird. In der ersten Schicht trage ich den Lack sehr, sehr dicht auf, damit er auch wirklich in alle Ritzen dringt. Gehe dann aber später nochmal mit dem Pinsel drüber und nehme den Überschuss weg. Ich möchte nicht diese schönen, diese zarten Strukturen mit Lack zuschmieren. Und deshalb also dann nochmal mit dem Pinsel drüber. Ihr habt genug Zeit, also der Lack ist mindestens 20 Minuten gut bearbeitbar. Da könnt ihr einmal das Bild komplett einstreichen und dann nochmal mit dem trockenen Pinsel, also mit dem Pinsel ohne Lack, nochmal drüber gehen und dann den Überschuss wegnehmen.